Hallo, in diesem Video zeige ich die Integration mit der Rückschlussmethode. Die Rückschlussmethode wendet man an, wenn andere Methoden zum Integrieren nicht oder nur schwierig bei der jeweiligen Funktion funktionieren, wie hier zum Beispiel, wir haben ein Produkt aus einem Polynom und einer e-Funktion. Wir haben keine einfache Regel, um ein solches Produkt zu integrieren. Falsch wäre es, zuerst diesen Faktor zu integrieren und dann diesen Faktor und dann zu glauben, das Produkt wäre die Stammfunktion. Das ist falsch, diese Regel gibt es nicht. Aber wir können in diesem Fall die Rückschlussmethode verwenden. Die geht folgendermaßen. Wir leiten zunächst die Funktion f, die wir integrieren wollen, mehrmals ab. Erste Ableitung, zweite Ableitung und vielleicht noch die weiteren Ableitungen. Dann schauen wir uns diese Ableitungen an, ob wir darin irgendeine Systematik erkennen. Und wenn wir eine Systematik gefunden haben, dann können wir die rückwärts auf f von x anwenden und bekommen daraus die Stammfunktion Groß-F. Machen wir folgendes Beispiel. f von x ist 2x plus 3 in Klammern mal e hoch x. Wir müssen zuerst die Ableitung bilden. Wir erkennen, dass wir hierfür die Produktregel brauchen. Die Ableitung ist dann u' mal v plus u mal v'. Ich schreibe mir mal raus, was u und was v ist und die entsprechenden Ableitungen und setzen wir das hier ein und bekommen 2 mal e hoch x plus 2x plus 3 mal e hoch x. Wie immer nach dem Anwenden der Produktregel bekommen wir eine Summe und in jedem Summanden ist eine e-Funktion enthalten. Wie üblich sollte man dann die e-Funktion aus der Summe ausklammern. Habe ich hier gemacht. Die 2x landet hier. Diese 2 mit der 3 zusammen gibt die 5. Dadurch haben wir erreicht, dass die Ableitung wieder den gleichen Aufbau hat wie unsere ursprüngliche Funktion, nur dass aus dieser 3 eine 5 geworden ist. Gut, dann bilden wir jetzt die zweite Ableitung. Wir nehmen uns wieder die Produktregel vor und nach dem gleichen Schema wie gerade eben können wir uns die zweite Ableitung berechnen, 2x plus 7 mal die e-Funktion. Aha, wir erkennen ein System. Die Zahl hier in der Klammer, die scheint also bei jeder Ableitung um 2 anzusteigen. Wir erwarten also, dass die dritte Ableitung hier 2x plus 9 mal e hoch x lautet. Wer möchte, kann es überprüfen, es stimmt. So, jetzt haben wir eine Systematik für die Ableitung gefunden. Jetzt drehen wir die Sichtweise um. Wir gucken von unten nach oben und stellen fest, dass diese Zahl immer um 2 kleiner wird. Und daraus können wir schließen, dass unsere Stammfunktion jetzt hier nur noch eine 1 besitzt. Hurra, damit haben wir es geschafft. Unser Integral 2x plus 3 mal die e-Funktion lautet 2x plus 1 mal die e-Funktion. Das ist die Rückschlussmethode. Für welche Funktion funktioniert die Rückschlussmethode gut? Also, wie schon gesagt, immer aus Produkten von Polynomen mit der e-Funktion. Schauen wir uns auch ein komplexeres Beispiel dazu mal an. Wir nehmen hier mal ein quadratisches Polynom und die e-Funktion. Auch hier geht die Ableitung wieder mit der Produktregel. Die lautet dann 2x plus 2 mal die e-Funktion plus u mal v ist x Quadrat plus 2x plus 3 mal die e-Funktion. Auch hier klammern wir die e-Funktion aus und vergleichen, dass sich hier das 2x auf 4x geändert hat und die 3 auf die 5. Wir dürfen hieraus jedoch noch keinen voreiligen Schluss ziehen und sagen, dass hier einfach 2x dazukommen und hier plus 2, denn wir müssten uns erst noch die zweite Ableitung zur Sicherheit anschauen, ob das stimmt. Die zweite Ableitung sieht nämlich so aus, hier kommt 2x dazu, aber hier plötzlich sieht es anders aus. In diesem Fall, wo wir unsicher sind, wie diese Reihe fortzusetzen ist, bilden wir noch die dritte Ableitung. Da erkennen wir, die Reihe hier setzt sich fort, es kommen immer 2x dazu und hier 2, 4 und 6 kommen hinzu. Aha, jetzt erkennen wir ein System. In der umgekehrten Richtung betrachtet werden es hier immer
2x weniger und hier minus 6 minus 4 minus 2, dann muss der nächste Schritt minus 0 lauten. Und tatsächlich, unsere Stammfunktion lautet dann, x² bleibt, diese 2x verschwinden komplett und aus der 3 minus 0 wird eine 3. Okay, das heißt, unser Integral von dieser Funktion lautet dann x² plus 3 mal e hoch x. Okay, die Rückschlussmethode funktioniert also dann, wenn andere Methoden nicht oder nur schwierig funktionieren. Das ist insbesondere bei Produkten aus einem Polynom und der e-Funktion der Fall. Was wären denn so andere Methoden, die man noch anwenden könnte? Ja, das wäre einmal die Integration mit einem Formansatz, den kennt ihr vielleicht aus dem Unterricht, oder die partielle Integration oder Produktintegration, die wird aber nur im Leistungskurs gemacht. Zu diesen beiden Methoden gibt es weitere Videos. Okay.